some of them very unusual, and one of them you're about to see. Und während wir mit unserer letzten Durchsage hoffentlich ein Ehepaar wieder zusammenbekommen, haben wir jetzt ein Ehepaar. Friedrich Wallentin als Pilot und seine Frau Peggy Walentin in der Boeing Stearman, und wir werden etwas ganz Besonderes sehen. Peggy Walentin war und ist die einzige deutsche Wingwalkerin. Das heißt, sie sitzt jetzt beim Start im Flugzeug und wird in der Luft aus dem Cockpit herausklettern und wird auf den Flügeln stehen. Now what you're about to see is a remarkable display of pure courage, in my book. Aircraft being flown by Frederick or Friedrich Wallentin. Also in the aircraft, in the front cockpit, his wife, Peggy. She doesn't stay in the front cockpit for very long. She's already standing on the forward fuselage, and she's actually going to climb around on the aeroplane in flight. Und sie ist schon draußen. Sie steht schon oben auf der oberen Tragfläche und winkt Ihnen zu. Winken Sie zurück, meine Damen und Herren. Sie freut sich in der Luft. Unsere einzige deutsche Wingwalkerin, Peggy Walentin. Als ich sie heute Morgen im Briefing sah, habe ich sie gefragt, ob es okay wäre zu erwähnen, dass sie die einzige Ehefrau in Deutschland ist, die ihrem Mann regelmäßig aufs Dach steigen darf. Und sie sagte, das wäre okay. Peggy macht das seit 1999. Sie ist nicht nur Wingwalkerin, sie ist auch Stuntfrau und hat bereits über 600 Einsätze als Wingwalkerin auf den verschiedensten Vorführungen und Shows hinter sich. 2005 hat sie aus dem bis dahin fast Hobby einen Beruf gemacht und ein eigenes Team gegründet. Ist selbst Pilot, hat einen PPL für ein- und zweimotorige Maschinen. Sie ist Fluglehrerin. Peggy has been Germany's only wingwalker, describing herself as a Stuntfrau. Stunt wife. That sounds like a fun thing. Since 1999, with over 600 wing-walking displays in her career. She's also a pilot in her own right with a PPL and an instructor rating. Not only that, but she's also an aerobatic pilot. Jetzt da oben auf dem Flügel steht, hat sie natürlich eine Sicherung. Es werden Geschwindigkeiten zwischen 150 und 260 km/h geflogen. Sie können sich vorstellen, dass allein der Winddruck enorm ist. Also man könnte das freistehend nicht aushalten. Sie hat da oben ein kleines Gestell, sie ist natürlich mit einem Seil gesichert. Trotzdem ist das eine sehr anstrengende und sehr beeindruckende Leistung. Now, while she's outside the cockpit, of course, Peggy is subject to the full slipstream of the aircraft. The aircraft can fly anywhere between 150 and 260 kilometers an hour during this display, and Peggy's standing right out in it, basically getting battered by the slipstream. She has to be very careful climbing around. Right here and now, she's moved up onto the top wing where there is a special device called a trapeze, and she's strapped herself into that for some aerobatics. Und schauen Sie jetzt genau hin. Peggy steht immer noch oben auf den Tragflächen. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Und sie winkt dabei. Offensichtlich macht das Spaß. Für mich ist immer noch unglaublich und auch sehr mutig, aus einem fliegenden Flugzeug, aus der Sicherheit des Cockpits hinauszuklettern und sich auf die Flügel zu stellen. Absolutely right. There are safe cockpit, not standing out there in the breeze.
It's interesting. A friend of mine does this in England. Her name is Helen Tempest. She told me once that you cannot wave with your arm to the side because the wind force is so strong. You have to wave in front of you like this. Ja, das macht Sinn und Peggy hat jetzt ihren Platz oben auf der oberen Tragfläche verlassen, aber noch lange nicht, um wieder einzusteigen, sondern sie befindet sich jetzt zwischen den beiden Tragflächen. Schauen Sie genau hin, wenn Friedel jetzt mit seiner Stearman wieder vorbeikommt. Seine Frau hängt zwischen den Flügeln. Pilot, her husband, Frederick Wallentin, for many years a glider champion, been flying the Wingwalkerin Stearman since 2006. Now you can see here Peggy's climbed down from the top. She's lying on the flying wires in between the wings in what I can only describe as a Superman or rather Superwoman pose. Absolut richtig, mit der einen Hand nach vorne in einer Superman- oder Superwoman-Pose. Und sie fliegt wirklich zwischen den Flügeln dieser Boeing Stearman. Die Stearman, die wir hier übrigens Baujahr 1934, nein, Entschuldigung, Erstflug 1934, dieses Stearman ist Baujahr 1943. Weltweit wurden über 8500 Stück von diesem Flugzeug produziert. This aircraft, a Boeing Stearman, actually began life as the Stearman PT-17, first flew in 1934. Stearman Company taken over by the Boeing Company. This particular aircraft built in 1943, one of over 8,500 of these biplanes built. Sound kommt von einem 9-Zylinder Sternmotor Pratt & Whitney R985 mit 450 PS. Wonderful sound comes from a Pratt & Whitney